So, dann schauen wir, dass wir den Linie-Seite so ehrlich abhaken können. Warum auch immer er hier hergelaufen ist. You followed us a long way. Why don't you come out and introduce yourselves? So you're Linny. And where's your sister? Ain't she with you today? Verdammt, die Men in Black. Save us the trouble and go fetch her for us. Let's not drag this out. Hyman doesn't like the tone of your voice, mister. Who sent you, huh? Und dann hinter mir verstecken. Save your questions, missy. You ain't gonna need answers where you're going. Capiche? Looks like we can't avoid this fight. Now, I'm not the strongest fighter, so I hope you're ready to back me up. Don't worry, we got this. Alter, am Ende bin ich der, wo sie platt macht. Du stehst bloß neben dran und schaust blöd. Now disappear. Hä, warum ist jetzt er dabei? Verpiss dich. Niemand mag dich, Linne. Silence! Oh. Ich konnte nicht immer mal einen Strahl machen? Tougher than we thought. Nein, ihr seid schwach. Glattes Vision Gesicht. wielders are always trouble. Intimidation ain't gonna work like it did on the lady. Mauermaler De Niro? Come on, let's scram! Glattes Gesicht Pacino? Hey, wise guys, we ain't through with you yet. Ja, ich würde eher wissen, wie gern wir die anderen heißen haben. Oh, they got away. Did you catch what they said just before they left? Something about intimidating someone else. Sounds like they just wanted to rough us up as a scare tactic, and they've already done it to someone else, but... Könnte es Gemma sein? You're right. She was injured when we saw her yesterday, and she acted like she had something to hide. Maybe she was too scared to tell us the truth because those guys had threatened her. Well, if that's the case, she should be more willing to open up to us once she learns that those thugs won't be bothering her anymore. Ja, wir werden doch von dieser Ente beobachtet. Schau sie an, wie aggressiv sie ausschaut. Let's head back to the cafe and see if we can get any information from her. Oh, da oben ist was. Das ist euer Lieblings-Disney-Film. Schwer. Das ist schwer. Ich habe erstens lange schon keine mehr geschaut. Immer so toll ist und Generation prägt. Ja gut, die Firma Disney an sich ist jetzt nichts Tolles, wenn ich ehrlich bin. Aber ich meine, wenn es um die Filme geht, ja, das schon. Was soll der Scheiß? Ich will da bloß hoch und ein blödes Ding haben. Vor allem auch die Techniken, wie die teilweise die Filme damals gemacht haben und alles. Die Firma Disney ist ein ziemlicher Saftladen. Das ist so ein typischer Fall, wo man am besten, das ist Werk von der Firma drin. Vor allem, wenn du halt den alten Walt Disney nimmst, der ja ziemlich antisemitisch war und so. Aber ich glaube, ich mag die ganzen alten Disney-Filme einfach. Aber das ist wahrscheinlich eher sowas, weil Kindheit und so. Sowas wie Ariel, Aladdin. Was gab's denn noch, Alter? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich muss zugeben, ich bin schon gar nicht mehr so... Ich weiß manche Filme schon gar nicht, weil ich sie schon ewig nicht mehr gesehen habe. Hä? Soll ich doch dann über? Aber ich denke mal, alle Disney-Filme, was so in die Kategorie fallen halt. Auch wie jetzt hier Mulan, Cinderella und die ganzen Dinger, die waren damals ganz cool. Schön und das Biest war so, glaube ich, auch. König der Löwen. Ich denke mal, das waren so die ganzen Filme, also die ganzen, die wo in diese Zeit fallen. Die fand ich eigentlich alle echt schön.
Gemma? You again. What is it this time? We just ran into the men who've been threatening you, and we gave them a taste of their own medicine. So, you can relax now. We're here to protect you. What? Why? I didn't tell you anything. Why would they come after you? Weil sie eine Dresche gewollt haben. Sounds like they're no strangers to you. That's putting it mildly. I know them all too well, and I hate them with every fiber of my being. It's been 10 long years, and still every time I try to look into Caesar's death, they show up and warn me not to do anything stupid. Was ist das für eine Hintergrundmusik? Die passt halt in das Thema gerade überhaupt nicht. Voll das traurige Thema mit dem Tod und Überlegen und Bedrohen und im Hintergrund. How do I know I can trust you? Do you really think you can get to the bottom of it all? And why are you doing this? I'm afraid I can't reveal all the details just yet, but I can promise you this. I will expose the Phantom Weasel's true identity. Because you see, this is a personal matter of the utmost importance. I give you my word. Trust me. Okay. How can I help you? I've heard that Ceasar used to have a magic workshop where he kept a lot of his personal effects. If possible, I'd like to take a look at them. Do you know where it is? The Fleuve Sonde. But the place was sealed up by the police after his death, and no one's been there since. I also know that the Fleuve Sonde is dangerous territory. Lots of hostile groups lurking around. If you're serious about going there, please be careful. Understood. Lynette, you stay here and take care of Gemma. Don't let her come to harm. Got it. But if I'm staying here, I'm ordering dessert. I mean, bon appetit. But stay sharp, too. They're likely to come for you while I'm away. Okay. Alright. Power saving mode off. I'll start taking this more seriously now. Die ist ziemlich angefressen, dass sie es machen muss. So, erstmal guten Abend, Kusta. Und bis später Navia. Oder so. Dschungelbuch und solche Filme waren auch übrigens ganz cool. War Aristocats auch von denen? Alter, ich weiß halt aus den Filmen nichts mehr. Modern liebe ich Frozen. Ich muss zugeben, ich fand halt Frozen auch irgendwie gut. Ich hasse mich zwar dafür, aber es ist halt so. Ich weiß gar nicht, warum ich den mal angeschaut habe. Achso, ja stimmt, da haben wir Filmeabende gemacht und dann haben wir den mal angeschaut. Ist aber schon ewig und 3 Tage her. Ja, wo soll ich eigentlich hin? Dahin. Hä? Wo muss ich jetzt da hin, oder? Ah, unten. Machen Sie auf das Tor. Wow. Hui. Oh, das war knapp. Hä, was ist hier? If Gemma gave us the right location, then the workshop should be right nearby. Huh. Looks like these boxes are blocking the entrance. Let's shift them away first. Ach, das geht jetzt plötzlich, aber wenn es so in der Welt rumsteht, geht's nicht, hä? Achso, du schiebst die Kisten damit vorbei. It should be just down here.
Okay. Zauberwerkstatt. Diese Zauberwerkstatt von Ceasar, wenn man sich aber so die Kisten anschaut, die sich von dem Angeln stammen, ist schon lange niemand mehr hier drin gewesen. Wahrscheinlich hat auch keiner mehr gewusst, dass das da drin ist. Ich will mal wieder wieder mitnehmen. Die neuen sind ja bis auf die Eiskönige alle mit wenig Charme, wie ich finde. Ich habe die halt viele nicht geschaut einfach. Aber ich habe schon gehört, dass die neuen Filme von Disney alle nicht mehr so gut sind. Wobei, sagen wir ehrlich, Disney war früher halt einfach Kindersendungen oder Cartoon-Dinger oder sowas. Heutzutage ist ja Disney eigentlich alles. Ich meine, Disney ist sogar mittlerweile Star Wars, ey. Oder okay, was heißt mittlerweile? Schon lang. Bewegt sich das Ding? So this was Caesar's workshop. Nothing suspicious here, just normal magic props. War ein Kanto nicht von Disney? Oder war das von Pixar? Ich habe keine Ahnung. Heutzutage schaut alles gleich aus. What was that? Oh, is this one of Caesar's gadgets? Guess we must have triggered some sort of device. Der hat aber eine relativ große Werkstatt, der Typ, ey. Hä? Und der Typ war scheinbar auch relativ groß. Ich meine, schau mal. Was soll ich eigentlich machen? Oh oh. Oh, okay. Das schaut irgendwie cool aus. Was zur Hölle? Warum hat der Roboter? I see everything. Shower me with... Puppen angreifen, wenn es da Puppen wären. Look, the doll in the box is glowing. There's something written on the card on this doll. What? Wunschliste. Ich hätte gerne eine kleine Taube. Einen tollen Roboter. Für ein Haustier brauchst du die Erlaubnis deiner Eltern und musst dich um gut um es kümmern. Flauschige Spielzeugtaube für dich mitgebracht. Wenn du eines Tages bereit bist, dein Haustier zu halten, zauber ich dir beim nächsten Mal eine echte Taube herbei. Ceasar. Ah ja. Ah, das war ein guter Abend. Ich hätte gerne einen endlosen Eimer an Brathähnchen. Oh Junge, der hat Träume, Alter. Endlose Dinger und Brathähnchen ist immer geil. Neue Schultasche. Keinen endlosen Eimer an Brathähnchen. Genauso wenig wie es Kinder gibt, die niemals erwachsen werden. Kein Kind gibt. Sehr von zu viel fetthaltigem Essen ist schädlich für dich, also ist unbedingt etwas Gesünderes wie Salat und in Ordnung. Halt die Fresse, Ceasar, niemand mag dich. Hör auf, so einen Scheiß zu erzählen. Tse. Unendlich viel Brathähnchen ist doch nicht schlecht. Schönen Geburtstag gehabt. Also er war halt nicht erlebnisreich. Ich meine, ich habe nicht gefeiert. Ich habe mir die Glückwünsche abgeholt, meine Geschenke und dann habe ich weiter mein Zimmer umgebaut. Also ich habe nicht viel gemacht. These magic boxes are moving. What do we do? One of them looks different from the rest. Let's investigate. Der da ist es. Der da. Sei doch. Badaboom. Ja, auch nicht schlecht. Ja. Nee, war Donnerstag schon. Looks like we've reached the end of this route. Shall we try a different one? Aber der hat echt voll die coole Werkstatt gehabt. Das ist schon echt doof, dass der reingelegt wurde und umgebracht wurde. So hat man es gern Geschenke abholen und das Weite suchen.
Das von meiner Mutter habe ich sowieso schon 2 Wochen davor bekommen, weil ich habe... Keiner hat gewusst, was er mir schenken soll. Da habe ich halt eine Wunschliste auf Amazon gemacht und habe dann da alles reingeschmissen. Und meine Mutter hat es bestellt, hier nimm's gleich mit. Sonst liegt hier bloß rum. Have we reached the end already? There's nothing here. Maybe this was a wasted trip. Achso, ja, und danke, Kuster. Was schaust du dir an, Lenny? This place seems a little too ordinary for a magician's workshop. There's a distinct lack of mystery. We've triggered quite a few devices on the way here. I'm starting to wonder whether Caesar built this whole place as one big, elaborate magic contraption. If so, then there must be more to this place than meets the eye. Maybe a hidden room somewhere. Aha! If I just move this book, then hopefully... And... presto! A secret passageway! How did you know? I'm a magician too, and apparently great minds really do think alike. Looks pretty big inside. Let's head in and take a look around. Was gab's denn Feines? Meinst du die Geschenke oder das Essen vorher? Hä? Achso, da kam ich her. Warte mal, doch hier lang. Jetzt war ich leicht verwirrt gerade. Also die Geschenke waren insgesamt 2 Amazon-Gutscheine. Airbrush-Farben, Pinsel. Airbrush-Grundierung. Strike a pose! Alter, warum wechselst du nicht? Ey, ich konnte jetzt auf 1 drücken, wie ich gewollt habe. Die wollten nicht wechseln. Schweinerei. Und ich könnte behaupten, ich habe mich selber mit 3 Figuren beschenkt. Wenn du so fragst, beides. Gyros mit Pommes gab's vorhin. Die machen bei uns echt geiles Gyros, Mann. Vor allem feine Pinsel habe ich mir kaufen lassen. Wobei, die sehen jetzt die auf YouTube nicht, ne? Warte mal. Centuries. But human life is like the dew at dawn, or a bubble. Illusion shut! Yoo-hoo! Rest and rebuild! Everyone hold hands! Yeah! Why have you stopped, Lenny? Is there some device in that box? Huh. It just looks familiar somehow. Let me check this out for a second while you guys go on ahead. If anyone makes a major discovery, let's rendezvous here. Alright, see you in a bit! Also mit denen komme ich echt gut klar. Ich muss dazu sagen, ich glaube, bei feinen Pinseln muss gar nicht so sehr drauf achten, was die sind. Weil du halt auch nur feine Arbeiten damit machst. Also, große Pinsel ist da glaube ich, schon wieder was anderes. Da. Was soll ich machen? Wo soll ich da hin? Da hoch. Ah. Okay, das ist cool gemacht. Das ist schon echt cool gemacht. Da musst du echt kurz mitdenken. Wow! There's a hidden room here! Let's see! Oh, this bookcase is full of Caesar's own notes. He wrote a lot about the principles of magic.
Much too advanced for Paimon. Dass sich keiner wundert, was der für einen riesen Zauberladen hat. Is that Ding. Caesar's diary on the table? This book's thick as a brick. Let's take a peek inside it, shall we? Oh yeah. Über die Wunschliste. At one of my shows a few days ago, a child asked me how I pulled candy out of my hat. Indem er es einfach nimmt. Hier. As a joke, I told the kid that the hat has a built-in wish-granting machine. Next thing I know, today a whole bunch of kids were pestering me to pull all sorts of things out of the hat. So I told them another white lie. The machine needs time to power up, but in the meantime, you can write your wishes down. Well, they took me up on that offer, enthusiastically. As I write this, I've only just got back from running around all over town, buying the things they wanted. I wound up saving very little this month, but that's not a major issue. I now have a bigger problem. How am I going to hide all these things inside my hat? Oh, der war schon echt ein guter Typ. Kinder, die Zauberei lernen möchten. Guten Abend, Klaus. 2 children came to talk to me after today's show. I don't know why they were out on their own. They looked much too young to be unsupervised. I do hope they got home safely. Anyway, they said that they wanted me to teach them how to do magic. It's not uncommon for children to ask this, of course, but I've never seen any of them as serious about it as these 2. I told them that learning magic is very hard work, but that didn't faze them at all. It's like they already knew. And they seemed so committed. I couldn't turn them down. It seems like something's bothering Lorenzo lately, but he won't open up to me about it. Der Name Lorenzo ist für mich durch How I Met Your Mother für immer versaut, ey. Da habe ich automatisch Lorenzo von Matterhorn im Kopf. Das habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. Surely he's not upset that I agreed to teach those 2 children. I'll have to talk him around. I have a good feeling about those kids. They're naturally talented, and it seems like they're not new to the world of magic. War das Linne und Ding? Ha! They have all sorts of fantastic ideas. All I'm really doing is helping them develop a more professional standard training plan. They wanted to call me Master, but I told them they absolutely mustn't. Any magician worth their salt could have taught them what I have. They're the geniuses here. Compared to them, I don't deserve to be called any sort of master. With time, I have no doubt that they could become far greater magicians than I. My only concern is why they're so mature for their age. I fear they've had to grow up too fast. I don't dare to imagine what they must have been through. Gemma thinks so too. She doesn't like being around them. Says that their eyes are too piercing. They don't bother me, but then again, I've never been the sharpest tool in the shed. Über den Abschied. It's nearly time for me to go on tour. I asked the 2 kids if they'd like to come with me, but they shook their heads. I once overheard them talking about their father and their mission. Sounds like their parents have other plans for them. I guess we'll be parting ways soon. It's only been 10 days since I first met them, but I think that I've gotten a feel for their personalities now. They're very tough, but also very cautious, and they trust no one but each other. This, I fear, is not a good habit to have. They hide things from me too. For example, when I asked them where they live and why they wanted to learn magic, they lied. Oh nein, Kinder, die lügen? That's the thing about children. Whenever they're trying to cover something up, it always shows somehow. I can sense that their lives have been hard, possibly even dangerous too. They're not like other children.
It's a shame that I can't do more to help them. Ich meine, klar sind die anders. Die eine hat Katzenohren. After thinking things over, I decided to tell them a bit about how I see the world. It's full of lies and falsehoods, and that is why we must find our own truth. P.S. I hope they won't find my nagging annoying. Children are so opinionated nowadays. Will it do them more harm than good for someone they've only known 10 days to lecture them like that? P.P.S. Maybe I'm overthinking this. Children aren't interested in grand philosophies. It probably just went in one ear and out the other. Oh, Ceasar, Ceasar. Just mind your own business next time. Mit dem Lesen aufhören. Two magic geniuses with a father and a mission, huh? Sounds a lot like he was writing about Linny and Lynette, don't you think? So did they meet Ceasar when they were kids? Let's go ask Linny. Gut, dass ich nicht der Einzige war, der gleich auf den Schluss kam. Ja gut, ich meine, die kam nur drauf, weil es Skript ist, aber trotzdem. Ich weiß immer noch, dass keiner was sagt über dieses riesige Zaubergebäude.